530 bzw. 571 PS im Overboost in 4 Sekunden auf 100. Und das, obwohl dieses Moped hier mit 2,3 Tonnen ähnlich viel wiegt wie ein Mercedes G-Modell. Ja, hier steht Porsches Einstieg für 105.600 € mindestens in die Elektromobilität. Und wenn euch alles bzw. unsere 10 Fakten zum Porsche Taycan 4S interessieren, ja, dann bleibt jetzt dran. Ach übrigens, ihr seid gelandet bei www.dem-Autotester, eurem Autotester des Vertrauens. Ihr findet uns nicht nur hier im Weinberg, sondern auch auf Instagram, Facebook, YouTube, auf TikTok, auf unserem Online-Magazin. Abonniert das, dann seid ihr echt umfangreich informiert mit allem Neuen auf dem Automobilmarkt. Würde mich tierisch freuen. Ich bin übrigens der Jan und dann geht es jetzt auch los mit mir und dem Porsche Taycan 4S. Viel Spaß dabei. Kommen wir zum ersten Fakt, nämlich der Historie von unserem Taycan. Und mit der Mission E haben die Zuffenhausener bestimmt mindestens 4 Jahre an diesem Auto entwickelt. Und der VW-Konzern hat gesagt, Porsche, ihr zeigt der Welt jetzt mal, was ihr querdynamisch und längsdynamisch in der Elektromobilität insgesamt so alles drauf habt. Baut ein geiles Sportmodell. Namensfindung mit Taycan finde ich sehr gelungen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das Tay kennt man aus Cayenne oder Cayman, das Khan kennt man aus dem Makan zum Beispiel. Auf Türkisch heißt es sowas wie Seele eines lebhaften Fohlens, auf Japanisch heißt es körperliches Ereignis, auf Englisch hat es eine Analogie zu Day Can. Das Porsche Marketing sagt Soul Electrified. Jetzt schauen wir mal, was dieses Auto so drauf hat. Kommen wir zum zweiten Fakt, nämlich den Wettbewerbern. Und das Leben schwer hat es eigentlich der Turbo und der Turbo S gemacht. Die waren dann mit 150 und 180.000 € Einstiegspreis sehr nah am Anfang da, hatten zwar 680 bzw. 761 PS, aber waren für die meisten unerschwinglich. Und jetzt mit dem 4S für 105.600 €, ja, da wird der ein oder andere Schwabe vielleicht nicht zuschlagen, ich weiß es nicht. Das Auto steht auf der J1-Plattform. Genauso wird es dann eine S-Version wahrscheinlich geben, die unter 100.000 Einstiegspreis haben wird und eine Reichweite wohl von über 500 Kilometer. Auf der Plattform steht dann auch der e-tron GT, der neu kommen wird. Bei den Wettbewerbern gibt es gar nicht so viel. Da gibt es vielleicht den Audi e-tron Sportback S, das ist aber ein SUV, genauso wie der Jaguar I-Pace. Der Polestar Precept, den gibt es genauso wie den e-tron GT noch nicht. Was Benchmark ist und woran man sich deutlich orientiert hat, ist das Tesla Model S. Das war auf der Nordschleife. Ja, allerdings mit 3 Motoren, 2 hinten, einem vorne, und hat den Rekord, den der Turbo hier mit 7,42 reingefahren hat, wohl um 20 Sekunden geschlagen. Aber das wird wohl ein ewiges Wettrennen der beiden Modelle bleiben. Kommen wir im dritten Punkt zum Design. Und mein Porsche-Verkäufer und die Fahrradfahrer, die hier durchgefahren sind, haben gesagt, Alter, der schönste Porsche, den es gerade gibt. Ich sag, ein mega geiles Space Shuttle. 4,96 ist er lang, 1,97 ist er breit, 1,38 hoch. Kurze Überhänge, Vulkangrau, Metallic, die Lackierung hier drauf. CW-Wert 0,22, Tesla hat 0,23. Hier unten haben wir eine Kühler-Grill-Jalousie. Wir bekommen hier auch Luft durchs Rathaus. Sport-Design-Paket sieht man unter anderem. Hier ist drauf serienmäßig LED-Leuchten. Hier sind die Matrix-LED-Leuchten drauf mit diesem Gletscher-Element hier wie bei BMW.
das Laserlicht. Was haben wir für Felgen? 19 Zoll beim 4S serienmäßig, 20 beim Turbo, 21 beim Turbo S serienmäßig. Hier sind die 21 Zöller drauf, die man optional natürlich bekommt. Mega schöne Linie im Profil, Schwellerverbreiterung hier. Ja, das Dach hier mit einem Panoramadach, hinten abgedunkelte Scheiben. Unfassbar geiler Look, aber die Schokoladenseite vom Auto kommt wie bei fast allen Porsche von hinten. Das ist der Arsch, das ist der knackige Arsch, schaut es euch an. Durchgängiges Lichtband hier, ganz schmale Sportwagen, LED-Rückleuchten, kein Auspuff-Endrohr hinten. Hier so ein kleines Inlay-Diffusor da hinten und ich sage euch was, das ist ein Design, ein Look. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Kommen wir zum vierten Punkt. Eine Anhängelast gibt es hier nicht, denn dieses Auto hat keine Anhängerkupplung. Was ein bisschen schade ist. Sprechen wir über den Kofferraum. 488 Liter insgesamt, 407 hinten, der Rest ist vorne. Hier ist er groß, da ist jetzt ganz schön viel Ladekram und Ladekabel drin, so alles, was man glaube ich haben kann. Und jetzt zeige ich euch mal noch schnell den Platz auf der Rückbank, weil es einfach zu so einem Review dazugehört. Ich stehe mit dem Kopf leicht an, aber ansonsten haben wir hier Limousinen ähnlich viel Platz, was mega gut ist. Es ist natürlich auch ein echt schöner Innenraum, Porsche typisch, toll verarbeitet, Burmester Soundanlage, digitales Display da hinten und weil es dazu gehört, ist ja ein richtiger Porsche, zeige ich euch jetzt hier vorne noch den kleinen Kofferraum. Und da kann man bestimmt das ein oder andere vor der Freundin verstecken. Kommen wir zum fünften Punkt, nämlich zum Laden. Was haben wir hier drin? Eine AC, eine DC, eine CCS-Möglichkeit. Und das Einfachste hier, wenn es denn dann funktioniert, ist das Öffnen von dem AC-Anschluss. Hier links Porsche sagt, wenn man aussteigt, ist es was vielleicht für zu Hause, für eine 11 Kilowatt Wallbox zum Beispiel. Dann wäre das Auto zum Beispiel in 8 Stunden voll. Man hat aber auch serienmäßig auch einen 50 Kilowatt Onboard-Lader da drin. Dann wäre das Auto in 1,5 Stunden zu 80% voll. Hier drüben ist dann der DC oder der CCS-Anschluss dann fürs Laden unterwegs. Und interessant ist, optional bekommen wir bei diesem Auto eine 150 Kilowatt Onboard-Ladefunktion und für unterwegs können wir mit 270 Kilowatt laden. Dann wäre das Auto in 25 Minuten zu 80% voll oder in 5 Minuten hätten wir dann 100 Kilometer nachgeladen, was sehr gut ist. Allerdings haben wir hier das Ionity-System. So viele 270 Kilowatt Stationen gibt es leider noch nicht. Aber das ist ein bisschen besser wie das, was Tesla macht, weil Tesla kann leider nur mit 250 laden. Was heißt eigentlich leider? Es wird kompliziert, kommen wir zum sechsten Fakt, nämlich den Motoren. Standardmäßig haben wir im 4S 530 PS einen Akku von 79 Kilowattstunden im Unterboden, eine Reichweite von 400 Kilometer. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, dann bekommt man für 6.500 € die Akkuversion Plus. Dann sind es 571 PS, 93, irgendwas Kilowattstunden Akku und 460 Kilometer Reichweite. Der große Akku wiegt 650 Kilo, die kleinere Version wiegt 80 Kilo weniger. Im Einstieg wiegt der Taycan 4S 2,2 Tonnen, 2,3 sind es dann bei der Plus-Version und 2,4 wiegen Turbo und Turbo S. Ja, und dann geht es ein bisschen um die Leistungsdaten. Ne? 640 Newtonmeter im Einstieg, 650 Newtonmeter Drehmoment. Hier in 4 Sekunden beschleunigen beide auf Tempo 100, 250 km/h werden sie schnell. Die Turbos werden 260 km/h schnell. Ganz interessant. Wir haben einen Motor an der Vorderachse und da haben wir im Vergleich zum Turbo einen Pulswechselrichter, der 600 Ampere auf 300 Ampere drosselt und wir haben einen an der Hinterachse und da ist es so, der ist 8 cm kürzer, dann glaube ich nur noch 13 cm lang im Vergleich dann zu den Turbomodellen. Spannend. Sprechen wir über den 7. Punkt, dass dieses Auto eine Beschleunigung hat wie eine Rakete. Das glauben wir jetzt einfach mal, oder? Aber wie sieht es eigentlich mit der Querdynamik aus? Wir haben hier Fahrwerk bzw. die Dreikammer-Luftfeder aus dem Porsche Panamera drin. Die lässt sich 20 mm von der Basis hochfahren, 22 runter, soweit ich weiß. Ein Motor vorne, ein hinten. Wir haben also nahezu perfektes Allradsystem. Besser wären eigentlich nur noch 3 bzw. 4 Motoren, an jeder Radnabe einer. Ja, wir haben hier einen tieferen
Schwerpunkt durch den Akku im Unterboden um 2 cm als beim 11er. Aber was macht Porsche jetzt, dass dieses Auto so gut liegt? Erstmal, die Lenkung ist normalerweise vorne. Wir haben hier die Allradlenkung drin, die bei geringen Geschwindigkeiten entgegen der vorderen Räder lenkt und bei höheren in die gleiche. So haben wir da eine höhere Spurstabilität und in der Stadt einen besseren Wendekreis. Dann haben wir eine Wankstabilisierung hier drin. Das ist ganz wichtig bei der Luftfederung hier, dass dieses Auto in der Kurve bretthart liegt oder, wenn man es denn dann will, auch eine relativ weiche Federung hat. Und wir haben hier hinten zusätzlich noch das Torque Vectoring Plus drin, also ein aktiv ansteuerbares elektronisches Differential hier hinten, was dann wesentlich höhere Kurvengeschwindigkeiten zulassen soll. Aber wie er sich fährt, das seht ihr gleich. Ja, kommen wir zum 8. Fakt. Und erstmal hier drin, typisch Porsche, man sitzt gefühlt auf der Straße, man fühlt sich wie in einem 11er, man sieht außen schön die Radläufe ausgewölbt hier drin, aber dann fällt einem auf, Alter, das ist ja so krank digital hier drin, 16,8 Zoll Display hier gewölbt, links geht er an, wie bei Porsche man sich das eben wünscht. Der Gangwahlhebel ist hier vorne, das ist so schön zum Fahrer gewölbt, Head-Up-Display braucht man da nicht. Lenkrad liegt gut in der Hand, Drive-Mode-Schalter mit Range, Normal, Sport, Sport Plus. Das System da vorne ist sehr flexibel, sehr variabel. Man kann sich die 3 Parameter da ja, einzeln anzeigen lassen. Das ist dem 11er nachempfunden. Den Powermeter kann man außen anmachen, die Karte groß machen. 10,9 Zoll, 10,9 Zoll, das ist optional für den Beifahrer. 8,4 Zoll System hier dann für die Klimasteuerung und wichtige Daten wie dann den aktuellen Batteriezustand kann man sich hier drauf laden lassen. Dieses System hier kann einfach alles, den Ladezustand anzeigen zum Beispiel. Wir haben hier alles zum Auto, das heißt die Parameter, die wir einstellen können hier drin. Die Assistenten haben wir hier drin, da gibt es alles, was der Konzern gerade zu bieten hat. Sehr modernes, tolles Auto. Eine Sache muss und will ich euch noch zeigen hier. Die Lüftungsdüsen sind elektrisch, die kann man einzeln ansteuern. Ja, und dann haben wir hier im Mitteltunnel ein bisschen Platz, ist schwer zu erreichen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und auch hier die Ladefunktion vom Handy ist während der Fahrt nicht so gut zu erreichen, aber ansonsten übersichtlicher, moderner. Apple CarPlay, Android Auto, konnektiver, immer online, Innenraum. Was will man eigentlich mehr? Fahrerorientiert. Ja, kommen wir natürlich zur beliebtesten, zur 9. Sequenz Innenreviews, dem Fahren. Da ist er der Schlüssel zur Ehre für den Porsche. Habe ich mir mein Hemd ausgezogen, weil ich auch schwitze. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, hier geht dieses Auto an, wie bei so einem LG-Fernseher, zwar links, aber den Startknopf finde ich nicht so cool. Wir schalten mal auf Sport. Ich fahre dann in dem D-Gang, den muss man reinmachen natürlich, los. Und jetzt hört man schon den Sound. Der ist zum einen gut für den Fußgängerschutz, zum anderen ist er dann sehr gut, weil das so ein bisschen Spaß macht. Es klingt wie bei Star Wars, wenn da so ein Raumschiff startet. Apropos Raumschiff, ne? Jetzt geben wir hier mal Gas und merken schon, Alter, geht der nach vorne. Klar, wiegt 2,3 Tonnen, aber euch interessiert immer eins. Ihr sagt, mach mal Launch Control. Ja klar, ich drücke die Bremse, geht auch in dem Elektroauto, drückt das Gas durch, dann steht hier Launch Control aktiv. Es brobbelt schon, als wären Bienennester hinten drin. Jetzt machen wir das mal. Gehen von der Bremse. Wow! Und so schnell sind wir auf 100. Jetzt kommt eine Kurve. Normalerweise würde ich sagen, ja, bremsen, weil die macht zu, die Kurve. Mit einer Giulia QV wären wir hier lang im Feld gelandet. Nicht mit diesem nahezu perfekten Allradantrieb mit dem Einganggetriebe vorne, dem Zweiganggetriebe hinten, das dann übrigens so bei 85 km/h, glaube ich, einen zweiten Gang schaltet und so ein leichtes Knacken macht. Dieses Auto geht nach vorne ab wie eine Rakete, klebt auf der Straße, unglaublich. Aber nicht nur die 2 Motoren sorgen dafür, sondern eben auch ein paar Technik-Features. Ich habe es euch gesagt, die bessere Lenkung hier drin, die adaptive, der Wankausgleich. Wir haben hinten das Sperrdifferential zum Beispiel auch drin. Und insgesamt haben wir hier dann mit der Allradlenkung, schaut euch das an, für die Stadt, einen unglaublichen Wendekreis und gleichzeitig bei höheren Geschwindigkeiten mega viel Spurstabilität. 2 cm tieferer
Schwerpunkt als ein 11er ist ein Versprechen. Und ich sage euch was, wenn man dieses Auto hier fährt, dann will man eigentlich kaum mehr zurück in den Verbrenner. Das macht so viel Spaß, stufenlos, wie ein Raumschiff, eben Reichweite. Ich würde sagen, ja, 360 bis 460 Kilometer bei normaler Fahrweise kommt man weit. Wenn man natürlich so fährt wie ich, dann braucht man nicht die 25 kW auf 100 Kilometer, sondern braucht man wahrscheinlich 40. Aber das ist bei Verbrennern auch so. Ich sage euch was, schaut es euch an, wie der hier in der Kurve liegt. Das erinnert mich an dieses ID-Rennfahrzeug. Das ist unglaublich, ehrlich. Ich krieg gleich ich sag's nicht. Ja, kommen wir zum 10. und letzten Punkt. Meine Meinung zum Auto, ein Fazit und einer preislichen Einordnung des Zuffenhauseners hier. Ja, und ehrlicherweise ist die erste Frage klar, ist der 4S ein echter Taycan? Der beschleunigt in 4 Sekunden auf Tempo 100. Der hat eine Kurvenlage, die ist unglaublich. Alter, da muss sich ein Einstiegs-Boxster oder ein Einstiegs-11er ganz schön strecken. Zweite Frage, kann Porsche Elektromobilität? Einmal in so einem Porsche Elektroauto gesessen, egal ob 4S Turbo oder Turbo S, will man eigentlich kaum mehr einen Verbrenner. Dieses Ding ist querdynamisch so gut und hat so eine geile stufenlose Beschleunigung und so einen echten Allradantrieb mit dem Motor vorne und hinten. Und dann wird es ein bisschen ernster, ne? Weil die Frage ist, macht das energie- oder umweltpolitisch Sinn, was wir hier machen? Ehrlicherweise stellt sich Porsche da selbst ein Bein, denn dieses Ding, ja, das macht so viel Spaß, dass man so viel aufs Gas oder Strompedal dann drückt, dass man so einen hohen Verbrauch hat in Verbindung mit dem Rucksack, den der Akku da schon trägt, bis er hier hinkommt, weiß ich gar nicht, ob das so viel Sinn ergibt. Und der größte Witz ist, dass dieses Auto noch mit einer Dienstwagenbesteuerungsvorteil von 0,5 gefordert wird. Finde ich falsch, will kein Bonzen-Bashing machen. Aber einer davon muss man natürlich sein, wenn man sich dieses Auto leisten will. Bei 105.600 € geht der 4S los, 6.500 € wird es mehr für die größere Batterie da drin und das mehr an Leistung. Ja, dann haben wir für den Turbo dann 152.000, für Turbo S 186.000. Ich frage mich, wer soll das bezahlen? Keine Ahnung, ich kann es nicht, werde es vermutlich auch nie können. Ja, ich bedanke mich übrigens beim Porsche Zentrum Offenburg, die haben mir den heute zur Verfügung gestellt, und schaut übrigens sehr gerne bei Yes Auto vorbei. Das sind Kooperationspartner von uns, da findet ihr ganz viel von unserem Content und auch anderen, die machen einen richtig guten Job. Würde mich freuen. Hier seid ihr gelandet bei www, dem Autotester, eurem nicht nur Porsche-Testen, Autotester des Vertrauens. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, auf TikTok, auf unserem Online-Magazin. Abonniert das alles, da seid ihr umfangreich informiert. Würde mich freuen und bis bald.